Zieht euch besser mal warm an, liebe Entwickler. Euer Medieval Frontiers mag ja Unreal Engine 5 sowie motivierende Bau- und Survival-Mechaniken haben, aber mit Medieval Dynasty gibt's eben auch einen fast schon identischen Konkurrenten, den es erstmal zu schlagen gilt. Wie das Medieval Frontiers als Mix aus Landwirtschaftssimulator, Survival-Spiel und Dorfsimulation schaffen will, haben uns die deutschen Macher exklusiv erzählt. Und wir zeigen es euch jetzt. Die Szenen im Video haben wir exklusiv von Active Fungus Studios zur Verfügung gestellt bekommen. Das kleine Studio aus München ist bekannt für seine Detektivspielserie Inspektor Schmidt, dessen zweiter Teil The Ebbing am 5. April 2025 erscheint. Mit Medieval Frontiers betreten die Entwickler neuen Boden, dahinter steht mit Playway ein polnischer Publisher. Das Spielziel ist simpel, ihr sollt überleben und eine florierende Siedlung im Mittelalter gründen. Dazu erstellt ihr anfangs einen Charakter. Und ja, die Figurendarstellung ist aktuell verbesserungswürdig, hier muss sich bis zum Release im Laufe des Jahres noch einiges tun. Was dagegen positiv auffällt, sind die Menüs im Stil mittelalterlicher Buchkunst, sehr hübsch. Hungrig und nur mit ein paar Lumpen bekleidet, beginnt ihr das Abenteuer. Und euer Avatar ebenfalls. Was folgt, ist Survival-Spielern bekannt. Aus der Ego-Perspektive sammelt ihr Äste, pflückt Beeren von Sträuchern und stillt euren Durst an einem Fluss. Krankheiten drohen, wenn ihr giftige Pilze, verdorbenes Essen oder schmutziges Wasser konsumiert. Ihr müsst euch zudem entsprechend der Jahreszeit kleiden. Ist die Spielfigur gesund, kann sie größere Temperaturschwankungen aushalten. Ein knisterndes Lagerfeuer oder dicke Pelzkleidung helfen natürlich auch. Im Sommer braucht es dagegen leichte Leinen und kühlenden Schatten. Tag und Nacht wechseln sich ebenso ab wie die Witterungsumstände. Eine Stunde im Spiel dauert aktuell rund 2 Minuten Realzeit. Ein Tag wird am Ende zwischen 20 und 40 Minuten in Anspruch nehmen. Was ihr mit der Zeit anstellt, ist eure Sache. Die Sandbox von Medieval Frontiers bietet trotz Storygerüsten viele Freiheiten. Früher oder später werdet ihr aber vermutlich in jedem Fall Gebäude errichten wollen. Dafür fällt ihr Bäume und sägt daraus Bretter. Jeder Handgriff ist animiert. Auch Fleisch wird verarbeitet und mit selbst hergestellten Werkzeugen hackt ihr Erz oder bereitet das Feld für die Saat vor. Und schließlich gibt's auch noch die Jagd auf Karnickel. Die von Hand gebaute Map bietet mit 4x4 Kilometern viel Platz für Wohnhäuser, Landwirtschaft und Industrie. Mit der Q-Taste ruft ihr ein Ringmenü auf, das sich mit dem Freischalten neuer Rezepte und Baupläne immer mehr füllt. Zuerst seid ihr schon froh, ein Lagerfeuer mit ein paar Steinen drumherum anlegen zu können. Doch schnell werden daraus Hütten, die ihr Bauschritt für Bauschritt komplettiert. Dabei müsst ihr erst tragende Elemente wie Pfeiler fertigstellen, bevor ihr mit der Arbeit am Dachstuhl beginnt. Wände sind optional, aber dringend empfohlen. Ohne sie oder eine Tür kriecht im Winter der Frost rein. Falls ihr noch nicht alle Baumaterialien habt, könnt ihr euch die Baustelle merken, um unterwegs zu wissen, wie viele Steine und Hölzer ihr noch sammeln müsst. Das Innere der Gebäude richtet ihr mit Betten, Werkzeugbänken und Kochstellen ein. Solche Objekte schnappen automatisch an die nächste Wand, praktisch. Zwischen die Bauwerke malt ihr Wege wie in City Skylines. Darauf tummeln sich bald computergesteuerte Dorfbewohner. In der größten Ausbaustufe soll eure Siedlung aus 15 bis 20 NPCs bestehen. Mehr Bewohner bedeuten mehr Arbeitskraft, aber auch höhere Ansprüche an Schlafplätze und Essen. Über einen Stundenplan mit Prioritäten weist ihr euren Begleitern Aktivitäten wie Sammeln, Kochen oder Schlafen zu. Das funktioniert 1:1 wie bei RimWorld. Ihr bestimmt Träger und Holzfäller, Bauern und Zimmermänner. Zudem könnt ihr an Werkbänken Aufträge geben, etwa die Herstellung von Kleidung oder das Zubereiten einer Mahlzeit. Mit einem Schieberegler bestimmt ihr, wie viele Tuniken und Zwiebelsuppen hergestellt werden sollen, um den Rest kümmern sich die NPCs. Je nach Position in der Zubereitungsliste haben die Aufträge eine unterschiedlich hohe Priorität, Herumschieben erlaubt. Schon in der frühen Alpha-Demo halten sich die KI-Gefährten gut an solche Vorgaben, nur die Wegfindung zeugt noch vom frühen Entwicklungsstand. Und doch hat Medieval Frontiers schon einige coole Mechaniken zu bieten. So wandert jeder Rohstoff und jede Ware als tatsächlich sichtbares 3D-Objekt in Regale und Lagerhäuser. Das soll die Atmosphäre stärken und realistischer als bei Medieval Dynasty sein, so die Entwickler, denn es gibt kein unsichtbares globales Lager. Aber Vorsicht, alle Objekte verlieren mit der Zeit an Integrität. Dieser tägliche Verfall ist besonders rasant bei Lebensmitteln. Verschimmelte Nahrung lässt sich dann noch als Dünger fürs Feld verwenden, andere kaputte Gegenstände verschwinden aus dem Lager.
Bei der Landwirtschaft zeigen Farbfilter die Fruchtbarkeiten an, etwa für Karotten. Felder könnt ihr, in vernünftigem Rahmen, frei in die Landschaft malen. Anschließend müsst ihr alles umgraben. Das Hacken türmt die Erde auf, Samen werden in den Boden gedrückt. Solche Animationen tragen viel zur Glaubwürdigkeit bei. Für jede Feldfrucht gibt es unterschiedliche Zeitpunkte im Jahr, an denen ihr sie aussät und aberntet. Lasst euch also besser nicht vom Frost überraschen. Auch müsst ihr genau überlegen, ob ihr einen Teil der Ernte als Saatgut für den nächsten Frühling benutzen wollt oder der Dorfgemeinschaft lieber kurzfristig volle Bäuche beschert. Wenn eure Siedler gesund, ausgeschlafen und satt sind, steigt ihre Zufriedenheit. Sie brauchen weniger Freizeit und arbeiten effizienter. Außerdem werden sie mit der Zeit besser, höhere Skills resultieren in schneller erledigter Arbeit. Verpasst ihr es, die Bedürfnisse der Bewohner zu erfüllen, verlassen sie euren Hof. Und natürlich können die Figuren sterben, etwa wenn Wölfe oder Banditen angreifen. Noch nicht integriert, aber angedacht ist ein mobiles Feature. So könntet ihr nach einem harschen Winter die Leichen der NPCs finden, die eure Siedlung zuvor verlassen haben. Überlebende sollen dann zu Räubern werden, die euch und euren Verbündeten auflauern. Die jederzeit aufrufbare Karte der Spielwelt ist eine Besonderheit. Sie reagiert auch in Echtzeit auf Veränderungen wie gefällte Bäume oder errichtete Gebäude. Die Dimensionen eurer selbst erstellten Hütten werden exakt in die 2D-Karte übernommen. Auch die Positionen der NPCs werden mit ihren 2D-Porträts angezeigt. Der Grafikstil ist dabei laut Entwicklern von Obsidians ungewöhnlichem Mittelalter-Rollenspiel Pentiment inspiriert. Medieval Frontiers wird fast garantiert deutsche Sprachausgabe bieten, wie uns die Entwickler versichern. Das Spiel ist aktuell zu 50% fertig, einen Early Access wird es nicht geben. Dafür ist eine Demo geplant, die im Sommer erscheinen soll. Mit der kann sich dann jeder selbst davon überzeugen, ob das Spiel dem Vergleich mit Medieval Dynasty standhält. Noch ist nämlich nicht ganz klar, wo sich Medieval Frontiers von der Mittelalter-Konkurrenz abhebt. Für ein kleines deutsches Studio ist das Erreichte zweifellos beachtlich, zumal die Entwicklung erst Anfang 2024 gestartet ist. Tatsächlich arbeiten gerade mal 19 Frauen und Männer bei Active Fungus Studios. Die Münchner haben die Entwicklung von Medieval Frontiers übernommen, nachdem das ursprüngliche Studio lieber ein anderes Projekt angefangen hat. Aber Publisher Playway hat einen Ruf dafür, beim Kopieren erfolgreicher Spielkonzepte nicht zimperlich zu sein. Oftmals scheint die Firma mehr auf Masse als Klasse zu setzen. Dass Medieval Frontiers nicht in die erste Kategorie fällt, wäre aktuell noch zu beweisen.